Viele denken bei Russlands Kolonialreich lediglich an Alaska. Das Russische Reich stoppte jedoch nicht an der Nordwestküste Amerikas und breitete sich weiter nach Süden aus. Es erreichte dabei sogar Kalifornien und gründete dort eine Kolonie und letztendlich streckte es seine Finger sogar bis Hawaii aus. Wir schauen uns heute also die ganze Geschichte des russischen Kolonialreichs an, schauen, wo Russland überall aktiv war und warum es letztendlich alles wieder verlor. Die Geschichte der Russen in Amerika beginnt damit, dass sich das Russische Reich immer weiter Richtung Osten ausbreitete und irgendwann das Ende des eurasischen Kontinents erreichte. Trotzdem expandierte es weiter nach Osten in Richtung Alaska, besonders auf der Suche nach artenreichen Fanggebieten für den Pelzhandel. Die erste europäische Expedition, die einen Fuß auf Alaska setzte, war 1741 die des Dänen Vitus Bering, der im Auftrag des russischen Kaisers die Beringstraße überquerte, die später nach ihm benannt wurde. Und nur wenige Jahre später erreichten auch die ersten russischen Pelztierjäger Alaska und zur Verbesserung der Jagd wurden erste Städte in Alaska gegründet. Zur Hauptstadt entwickelte sich dabei die Stadt Kodiak, die dabei zum Hauptumschlagsplatz für Pelze in Nordwestamerika wurde. 1795 wurden dann alle Pelzjagdgesellschaften zur russisch-amerikanischen Kompanie zusammengelegt, wodurch diese nun ein Monopol auf die Pelztierjagd hatte. Ziel war es, ähnlich wie andere Kolonialmächte mit ihren west- und ostindischen Kompanien, nicht nur den Handel voranzutreiben, sondern auch immer mehr Land zu kolonialisieren. Das Ganze funktionierte auch ziemlich gut, denn besonders durch den Verkauf der Seeotterpelze nach China florierte das Geschäft und die Kolonien konnten immer weiter wachsen. Doch der russische Entdeckerdrang war noch lange nicht erschöpft und es wurden zunehmend Entdeckungsfahrten in immer südlichere Gebiete unternommen. Einer der Gründer der russisch-amerikanischen Kompanie entwickelte dabei sogar den Plan, die gesamte nordamerikanische Pazifikküste in russischen Besitz zu nehmen. Bei einer Entdeckungsfahrt 1803 segelten die Russen dann bis nach San Diego und Baja California. Auf der Reise fanden die Entdecker dabei auch reichlich Seeotter vor, was sehr gelegen kam, da der Seeotterbestand in Alaska immer mehr zur Neige ging. Ein weiteres Problem der Russen in Alaska war, dass es durch die raue Umgebung im hohen Norden sehr schwierig war, die Kolonie aufrechtzuerhalten und die Siedler mit ausreichend Vorräten zu versorgen. Deshalb richteten sie zunehmend ihr Auge auf das warme Kalifornien. Auch wenn dieses bereits von den Spaniern in Besitz genommen wurde, war es doch viel zu dünn besiedelt und es gab zahlreiche freie, noch unbesiedelte Gebiete. Deshalb schickte der Zar eine Expedition nach Kalifornien, die einen geeigneten Ort für eine erste Siedlung finden sollte. Als bester Standort für eine Kolonie wurde dabei die Bodega Bay ausgewählt, die sich nördlich der San Francisco Bay befand. Die Umgebung war reich an Rohstoffen und die Bucht hat eine gute strategische Lage, falls die Spanier doch mal anklopfen sollten. So wurde die Siedlung relativ schnell fertiggestellt und 1812 zum Namenstag von Zar Alexander I. eingeweiht. Sie erhielt den Namen Fort Ross, wahrscheinlich als Bezeichnung für Rossia bzw. Russia. Die Kolonie als Ganzes wurde dabei als Ross-Kolonie bezeichnet. Von Fort Ross aus unternahmen die Russen auch Entdeckungsfahrten in andere Teile Nordamerikas. So gab es sogar den Versuch, die Sandwich-Inseln, die später in Hawaii umbenannt wurden, zu kolonialisieren. Die Zahl der Russen in Amerika insgesamt war aber viel zu gering, um auch dort dauerhaft eine Kolonie aufrechtzuerhalten. Besonders da es auch die Kolonie in Kalifornien über die Jahrzehnte immer schwerer hatte. Das Problem war ähnlich wie in Alaska. Durch die intensive Jagd auf die Seeotter nahm die Population der Tiere immer weiter ab und so wurde der Kolonie zunehmend die Lebensgrundlage genommen. Zudem nahm auch der Druck der anderen Kolonialmächte immer weiter zu. Besonders Spanien und Großbritannien beobachteten die russischen Kolonialabenteuer mit ziemlich bösem Blick. Spanien erhob nämlich eigentlich selbst Anspruch auf die gesamte nordamerikanische Pazifikküste. Britische Händler, Jäger und Entdecker drängten immer mehr in Richtung russischer Gebiete vor. Und dann gab es ja auch noch die Vereinigten Staaten, die immer weiter nach Westen expandierten. Und so entschied sich die russische Regierung dazu, ihre Kolonie in Kalifornien rechtzeitig zu verkaufen, bevor es zu einem Konflikt mit einer anderen Macht kommt. Fort Ross wurde deshalb 1841 an einen schweizerisch-kalifornischen Großgrundbesitzer verkauft. Und es kam dann schließlich auch, wie es die Russen ahnten. Nur 7 Jahre später wurde ganz Kalifornien von den USA annektiert und 1850 als 31. Staat den Vereinigten Staaten hinzugefügt. Alaska blieb noch 2 Jahrzehnte in russischer Hand, bis auch dieses 1867 an die USA verkauft wurde. Und somit endete das russische Kolonialreich in Amerika. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die russische Kolonie in Kalifornien kannte. Für die ausführlichen Details der russischen Kolonie in Alaska kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen, in dem wir schon mal ausführlich darüber gesprochen haben. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.